Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein veganes Rezept für Spaghetti Bolognese. Dafür verwenden wir 200 Gramm Naturtofu statt Hackfleisch. Den Tofu einfach in eine Schüssel bröseln, einen guten Schuss Sojasauce dazugeben, außerdem je einen Teelöffel süßes Paprikapulver, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver und dann mit einem Löffel verrühren, bis sich Sojasauce und Gewürze gleichmäßig verteilt haben. Als nächstes ein kleines Stück Knollensellerie und eine Möhre schälen und in feine Würfel schneiden. Außerdem eine halbe Stange Lauch längs vierteln und in feine Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Tofubrösel in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten anbraten. Als nächstes kommt das vorbereitete Gemüse in die Pfanne, für weitere 3 bis 4 Minuten mit anbraten und gelegentlich mal umrühren. Wenn das erledigt ist, einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark in die Pfanne geben, unter das Gemüse rühren, bis alles einen leichten tomatigen Glanz hat, das Tomatenmark kurz mit anrösten und danach alles mit 125 ml Rotwein, alternativ mit Gemüsefond, ablöschen. Den Wein anschließend komplett verkochen lassen und dann kommen im Prinzip nur noch die restlichen Zutaten dazu, je einen Teelöffel Oregano, Rosmarin und Thymian, außerdem 500 Gramm passierte Tomaten und etwa 125 ml Wasser. Alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze für 7 bis 8 Minuten leicht köcheln lassen. Während die Soße köchelt, einen großen Topf mit Salzwasser für die Nudeln aufsetzen, das Wasser zum Kochen bringen und die Spaghetti für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Die Soße zum Schluss nur noch mit etwas Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Anschließend vom Herd ziehen und zusammen mit den Spaghetti servieren. Dafür einfach ein paar Spaghetti auf tiefen Tellern anrichten, ein paar Löffel Bolognese-Soße auf die Nudeln geben und mit etwas Basilikum garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.